Die Bluttat von Solingen offenbart die Hilflosigkeit der Bundesregierung bei der Asyl- und Sicherheitspolitik. Und somit stellt sich die Frage, ob diesmal denn Konsequenzen auf den Terroranschlag folgen werden. Ankündigungen zumindest gibt es ja genug. Messerverbote, schärfere Waffengesetze, effektivere Abschiebungen. Über die Umsetzbarkeit der diskutierten Maßnahmen aber redet so gut wie niemand. Unter die Trauer in Solingen mischt sich immer mehr Wut. Wie konnte das Blutbad überhaupt passieren? SPD-Innenministerin Faeser und FDP-Justizminister Buschmann demonstrieren Einigkeit, versprechen, aus dem schrecklichen Vorfall Lehren zu ziehen. Auch klar ist, dass wir als Bundesregierung gemeinsam jetzt auswerten werden und dann entscheiden, dass wir auch die entsprechenden Maßnahmen auflegen werden. Das machen wir gemeinsam im guten Austausch. Es muss dieser Dreiklang sein aus entschiedener Bekämpfung des gewaltbereiten Islamismus, der noch effektiveren, entschlosseneren Abschiebung von Dublin-Flüchtlingen. Und drittens kann man auch über das Waffenrecht sprechen, dann, wenn es einen sinnvollen Beitrag in solchen Situationen liefert. Was Buschmanns FDP aber noch immer nicht will, ist eine Lockerung der Überwachungsverbote, wie es sie im Ausland längst gibt. Vorratsdatenspeicherung etwa oder Videoüberwachung. Wenn ich nach Großbritannien schaue, auch in andere Länder, da finden bei öffentlichen Veranstaltungen generell Videoüberwachung statt. Ich glaube, das ist ein probates Mittel. Wir sehen das ja auch bei den U-Bahnhöfen in Berlin oder dort. Doch Sicherheit entsteht nicht nur durch polizeiliche Maßnahmen, sondern auch dadurch, dass weniger potenzielle Gefährder ins Land kommen. CDU und CSU fordern daher sofort Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, gleichzeitig einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus diesen Ländern. Wer dort Heimaturlaub macht, soll sein Aufenthaltsrecht verlieren. Ausreisepflichtige Straftäter sollen unbegrenzt in Abschiebegewahrsam bleiben. Doppelstaatler, die Terror unterstützen, den deutschen Pass verlieren. Das sieht auch BSW-Chefin Sarah Wagenknecht so und will abgelehnten Flüchtlingen zusätzlich das Geld kürzen. Diejenigen, die illegal einreisen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, die müssen auch tatsächlich unser Land verlassen. Und sie können auch nicht über Jahre soziale Leistungen bekommen. Das ist ja der Fall. Und das bezahlen die Bürgerinnen und Bürger. Und die haben es auch satt, dass der Staat sich auf der Nase herumtanzen lässt. Asylrechtsverschärfungen wären grundsätzlich möglich, bei Bedarf sogar mit einer Änderung des Grundgesetzes. Unionsfraktionschef Merz hat bereits signalisiert, CDU und CSU würden dabei mit der Ampel zusammenarbeiten und so für die nötige Mehrheit sorgen. Zugeschaltet ist uns nun der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Einen schönen guten Abend. Die AfD hat das Attentat bereits gekapert, und zwar mit dem Slogan Höcke oder Solingen. Inwiefern rechnen Sie damit, dass sich dieser Anschlag auf das Wahlverhalten in Sachsen und Thüringen am Sonntag auswirken könnte? Sofern überhaupt noch weitere AfD-Zuwächse möglich sind, angesichts prognostizierter Zahlen von 30% plus X, und X ist nicht gerade gering, im Fall der AfD, wird dieses Attentat die AfD-Zahlen bestimmt nicht nach unten bringen, sondern vielleicht noch ein wenig steigern, zumal die Aussagen zum Attentat die Abhilfe versprachen seitens von Union und SPD nicht gerade auf große Tatkraft hinweisen ließen. Der Terroranschlag, der wirft ja auch ein fahles Licht auf die Migrations- und die Sicherheitspolitik der Ampel. Inwiefern könnte die Spaltung der Gesellschaft noch weiter vorangetrieben werden, wenn die Bundesregierung nicht mehr herausbringt als die üblichen Politikerphrasen von der ganzen Härte des Gesetzes, die die Angreifer zu spüren bekommen? Sagen wir lieber statt Spaltung der Gesellschaft die innere Kündigung von vielen Wählern gegenüber den etablierten Parteien. Die Hauptleidtragenden der ausbleibenden, präzisen und zielführenden Migrationspolitik sind ja die Sozialdemokraten, ist die Grüne Partei und ist in nennenswertem Umfang auch die CDU. Und Sozialdemokraten und Grüne werden gewiss weiter an Stimmen verlieren, wenn ihre eigene Regierung den Ankündigungen wieder einmal überhaupt nichts folgen lässt. Und die CDU wird mitnichten die AfD klein bekommen, wenn auch sie sozusagen keine Verantwortung dafür übernimmt, dass das, was wir derzeit sehen, die Folgen der unter ihrer 16-jährigen Regierungszeit eingeleiteten deutschen Migrationspolitik sind. Also nicht Gesellschaft spaltet sich, sondern das Parteiensystem formt sich um, zugunsten einerseits der AfD und zugunsten andererseits des Bündnisses von Sarah Wagenknecht.
Und dieses Bündnis kann migrationspolitisch umso schärfer formulieren, als in Deutschland noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, das BSW rundum als eine rassistische oder kryptofaschistoide Partei zu bezeichnen. Jetzt hat der CDU-Chef Friedrich Merz gefordert, es müsse einen Aufnahmestopp geben von Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan mit der Überschrift Es reicht. Wie realistisch ist das und was will Friedrich Merz damit erreichen? Denn auch ihm ist ja relativ klar, dass es das in realistischer Zukunft nicht geben wird. Man könnte das Anwerben von sogenannten Ortskräften aus Afghanistan unterlassen. Man könnte die Sicherheitsüberprüfungen, die seitens des Auswärtigen Amtes sozusagen durch interne Anweisungen ausgesetzt oder weniger wirksam gemacht worden sind, im Fall von Leuten aus Afghanistan natürlich wieder schärfer stellen. Und Flüchtlinge aus Syrien, die haben längst Staaten durchquert, bevor sie nach Deutschland kommen, in denen sie Schutz gefunden hätten. Das heißt, eine Zuwanderung von Afghanen oder Syrern oder von anderen lässt sich jederzeit dann wieder unterbinden, wenn in Deutschland an den Grenzen Grenzkontrollen durchgeführt werden. Aber dafür fehlt eben genau der politische Wille. Und manches würde sich auch verbessern, wenn man abgelehnte Asylbewerber zurückschickte. Und im Fall des Attentäters von Solingen war sein Land, das für sein Asylverfahren zuständig ist, nämlich das EU-Land Bulgarien, ja sogar bereit, diesen Mann wieder aufzunehmen. Es lag an der Saumseligkeit der deutschen Behörden, dass die Abschiebung nicht vollzogen wurde. Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Sozialdemokratie reden, denn die SPD könnte ja bei den Landtagswahlen am Sonntag, wenn es ganz blöd läuft, unter die 5%-Hürde rutschen. In den Umfragen liegt sie jetzt noch gerade so bei 6. Inwiefern wäre das ein Schaden für die Demokratie, wie manche behaupten? Immerhin ist die SPD ja die älteste Partei im Land. Auf der anderen Seite, wenn es so wäre, wäre das ja auch ein höchst demokratischer Prozess. Dass Parteien aus Parlamenten verschwinden, ist die Folge von freien Wahlen. Aber nicht jedes Verschwinden einer jeden Partei aus einem Parlament muss man begrüßen. Es ist einfach so, dass Demokratie vom Wechsel lebt. Und unsere Demokratie lebte sehr gut vom Wechsel zwischen christdemokratisch geführten Regierungen und sozialdemokratisch geführten Regierungen. Und wenn irgendwann wieder eine sozialdemokratische Regierung eine christdemokratische Regierung ablösen soll, dann braucht es eine SPD, die in den Parlamenten vorhanden ist und die stark genug im Bundestag ist, dass sie mit einer, maximal 2 anderen Parteien wieder koalieren kann. Und das heißt, eine SPD, die aus den Parlamenten verschwindet, ist für Deutschland ein staatspolitisches Desaster. Freilich eines, an dem die Sozialdemokratie höchst selbst schuld ist. Denn niemand hat diese Partei gezwungen, die Restbestände der Arbeiterschaft, der CDU und den nennenswerten Umfang der AfD zu überlassen und sich selbst einer Politik lediglich für Minderheiten zu verschreiben. Schauen Sie, Minderheitspolitik, das ist so wie der Versuch, aus ausgerupften Vogelfedern einen flugfähigen Vogel zu bauen. Aus noch so vielen Minderheiten, deren Interessen man berücksichtigt, wird keine Mehrheit, die eine Bundesregierung stellen kann. Und an diesem Weg in die Sackgasse ist niemand anderes schuld als die Sozialdemokratie höchst selbst. Eine sehr schöne Metapher. Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, vielen Dank für die Einordnung. Dankeschön. Gern geschehen.